Jo, hi Leute. Ich befinde mich gerade, wie ihr seht, mit meiner Katze draußen auf einer Wiese. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich zwei Katzen habe. Und das wird heute auch mein Thema sein, da doch relativ viele gefragt haben, was ich für Katzen habe und so ein paar Infos dazu. Und deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen was drüber erzählen. Wer jetzt keinen Bock auf Katzen hat, kann einfach abschalten. Aber ich stehe dazu. Ich habe meine zwei Katzen sehr gern. Und deswegen gibt es jetzt halt mal ein Video mit denen. Leider bin ich jetzt nur mit einer Katze draußen. Die andere, das ist, also eigentlich sind es beide Wohnungskatzen, aber die hier, die geht ein bisschen gerne raus. Oh, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass sie nicht ins Wasser springt hier. Meine zweite Katze ist eine volle Wohnungskatze, die geht nur ab und zu mal auf den Balkon raus. Und mit der, die ist es gewohnt, an der Leine zu laufen, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber die ist es schon gewohnt und die kann man auch sogar ein bisschen führen. Jetzt gerade funktioniert es nicht, weil sie irgendwas gesehen hat. Aber für gewöhnlich kann ich ein bisschen ziehen und dann kommt sie auch. So wie jetzt. Ja, was gibt es zu meinen zwei Katzen zu sagen? Diese Katze hier, das ist eine Heilige Birma, heißt die Rasse. Ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, 3 Jahre alt knapp. Und meine andere ist eine Britisch Kurzhaar. Bin mir nicht sicher, ob es eine reinrassige ist, weil die normalerweise so von der Farbe her nicht so getigert sind. Aber meine andere ist auf jeden Fall eine Britisch Kurzhaar und die ist 2 Jahre alt. Viele haben gefragt, wie ich zu meinen Katzen gekommen bin. Warum habe ich mir zwei Katzen geholt? Naja, die Katze hier, die hatte ich zuerst. Die hat damals meine Ex-Freundin gekauft und eigentlich hatte ich Katzenverbot von der Vermieterin, aber letztendlich habe ich sie dann überreden können, dass ich eine holen darf, unter der Bedingung, dass es eben nicht noch eine zweite wird. Die zweite, die hatte ich dann ungefähr ein Jahr. Und obwohl sie nicht allein war, war sie trotzdem traurig oft, dass sie allein ist. Und meine Ex-Freundin konnte auch nicht immer daheim sein. Und es war nicht so gut, dann eine einzelne Katze zu haben. Vor allem so eine hier, die ein bisschen mehr Zuneigung braucht. Wie jetzt zum Beispiel so ein chilliger Kater. Also so ein Mädchen, so eine Katze, kein Kater, eine weibliche Katze, ist immer anspruchsvoller, was die Pflege und die Haltung betrifft. Und so eine Langhaarkatze erst recht. Deswegen habe ich mir dann ein Jahr später die BKH geholt, die graue, den Kater. Der lebt bis heute illegal in meiner Wohnung. Sollte jetzt auch nicht so ein Weltuntergang sein, wenn sie es rausfindet, die Vermieterin. Aber ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss. Hätte ihn noch fast wieder zurückgegeben, aber ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das ist einfach mit die beste Katze, die man sich vorstellen kann. Der ist so chillig und hat so eine coole Art und so eine Katze zu finden, ja, das ist auf jeden Fall eine besondere Katze. Fand ich eigentlich ein bisschen traurig, dass sie, sobald sie das Geld gesehen hat, ihr das scheißegal war, was mit der Katze passiert. So, die hat 300 € gekostet und es war mir klar, dass sie die nicht mehr zurücknimmt. Dann ging es so eine Woche, dass sie ihn angefaucht hat und nicht akzeptiert hat, weil sie halt eben eine kleine Diva ist und ihn nicht akzeptieren wollte, dass sie mich jetzt teilen muss mit ihm. Ja, er war ja noch ziemlich klein und die haben sich dann mit der Zeit langsam angefreundet. Viele haben durch mich auch Interesse an einer Katze bekommen oder an Katzen und deswegen wollte ich einfach mal erzählen, worauf es halt darauf ankommt, ob man sich wirklich eine Katze zulegen kann, weil es ist eben nicht nur ein Schmusetier, sondern es ist ein Lebewesen, wo man Verantwortung trägt, solange es lebt. Und das ist halt einfach kein Modegegenstand. Wer sich wirklich überlegt, eine Katze zu holen, dem sollte im Klaren sein, dass man sich eine Katze nicht holt, weil sie süß ist oder weil man jetzt halt mal Lust auf eine Katze hat oder weil man denkt, es ist ein schönes Kuscheltier. So eine Katze bedarf sehr viel Pflege, Zuneigung und
und vor allem trägt man die Verantwortung über dieses Tier, solange es lebt. Wer das nicht bereit ist einzugehen, der sollte sich keine Katze holen und der hat auch kein Haustier verdient, weil Tiere sind genauso Lebewesen wie wir Menschen und die haben kein schlechtes Leben verdient. Ja, also ich habe wie gesagt 2 Rassenkatzen, die hier war ein bisschen teurer. Die hat, ich glaube, 400 Euro gekostet und die andere, der Kater, hat 300 Euro gekostet. Also nicht ganz so billig, aber ein bisschen billiger wie ein Hund. Der Grund, dass ich keinen Hund geholt habe, war einfach, Katzen sind dann eben doch ein bisschen eigenständiger. Die können alleine aufs Klo gehen in der Wohnung. Wenn es jetzt halt wie bei mir 2 Katzen sind, können sie sich gegenseitig ein bisschen beschäftigen, können auch mal ein paar Stunden alleine sein. Und ich persönlich bin halt einfach ein Katzentyp. Ich weiß nicht, ich mag Hunde zwar auch, aber ich finde, also ich habe nichts gegen Hunde, aber ich mag das halt eigentlich nicht, wenn ich so abgeschleckt werde und alles voll Sabber, und je größer der Hund, desto größer sind die Kackhaufen. Und wenn man in so einer Umgebung wohnt, wo man viel Wiesen hat oder wenn man ein großes Grundstück hat, wo die irgendwo in die Ecke scheißen können, dann geht es schon. Aber ich wohne halt eben in der Stadt und ist so eine Wohnungskatze einfach ein schönes Begleittier. Dazu kommt, dass ich früher schon sehr viel Kontakt mit Katzen hatte, gerade als Kind. Dass ich immer irgendwo Katzen gesehen habe und die streicheln wollte. Dass ich auch da, wo ich früher gewohnt habe, bei meinen Eltern hatte ich eine Katze. Die wurde leider überfahren. Das ist auch der Grund, dass die hier jetzt Wohnungskatzen sind und nur mit Leine und zusammen halt mit mir rausgehen. Naja, ist eine traurige Geschichte, aber will ich eigentlich auch gar nicht drüber reden. Jetzt jedenfalls schaue ich, dass ich meinen 2 hier so das beste Leben wie möglich ermöglichen tue. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, worauf kommt es an, wenn man sich eine Katze holt? Also ihr müsst euch im Klaren sein, ihr müsst Klo sauber machen, ihr müsst regelmäßig füttern, ihr müsst regelmäßig da sein, ihr könnt nicht einfach in Urlaub gehen. Wenn ich eine Woche in Urlaub gehe, dann bringe ich meine Katzen immer weg. Samt Klo muss ich alles wegkarren zu einem Kumpel, der sie glücklicherweise immer nimmt. Wenn ihr so einen Kumpel nicht habt, dann ist es auch noch mit Geld verbunden, dass ihr einen Aufpasser suchen müsst oder dass ihr es zu den Eltern schaffen müsst. Ich kann sie leider nicht zu den Eltern bringen, mein Vater hat eine Katzenhaarallergie. Aber hat sich bei mir alles eingegroovt, so bin ich auch sehr zufrieden mit der Situation. Ihr müsst auch bedenken, sie muss regelmäßig zum Tierarzt, wenn ihr eine Langhaarkatze habt. Ich tue meine regelmäßig, ich habe so eine Bürste, ich tue die regelmäßig bürsten, fast schon jeden Tag, so mal wenn sie liegt, so mal so ein bisschen über den Rücken oder so. Damals habe ich das nicht gewusst, habe ich das nicht gemacht und auch nicht gewusst. Da hat sie dann so ein bisschen Filze gekriegt auf der Brust, weil ich sie eben halt nie so genau durchgefühlt habe, wie ich es jetzt mache. So am ganzen Körper tue ich sie jetzt mittlerweile anlangen und damals war das Verhältnis auch noch nicht so gut, dass ich sie jetzt überall anfassen konnte. Und deswegen war es halt immer nur so oberflächlich streicheln, aber hier vorne hatte sie dann so einen kleinen Filz, weil ich nie zwischen die Brust gefasst habe. Und das habe ich dann mal beim Tierarzt gesehen, der hat es dann ihr weggeschnitten in einer Kurznarkose, weil sie den Tierarzt gar nicht mag. Ja, und seitdem schaue ich halt immer, dass das Fell schön gepflegt bleibt. Dann müsst ihr euch auch über im Klaren sein, dass so Katzen nicht ewig leben. Katzen werden 10, 15, wenn ihr Glück habt, 20 Jahre alt, aber 20 wäre dann schon sehr alt. Ihr müsst euch natürlich dann auch im Klaren sein, dass so Katzen, wenn sie sterben, dass es ziemlich traurig werden kann. Und die Namen von meinen Katzen möchte ich nicht verraten. Das hat einfach den Grund, dann weiß es jemand, ein anderer weiß es halb. Und dann wird es hier in den Kommentaren geschrieben und einer weiß es dann nicht. Und dann, hey du Depp, die heißt so und so. Und ich habe da keine Lust, dass darüber diskutiert wird. So. Ich möchte einfach nicht, dass es jeder weiß, weil es schon viele gefragt haben. Es sind auf jeden Fall 2 relativ passende Namen. Das hier ist übrigens ein Mädchen und das andere, der zu Hause sitzt, das ist ein Kater, der ist ein bisschen chilliger, der ist ein bisschen dicker, der isst gerne und schläft gerne. Und die hier ist halt, die ist zwar auch, die schaut ein bisschen auf ihre Figur, ist jetzt nicht ganz so dick, fast schon ein bisschen knöchern, aber mittlerweile hat sie sich gemacht. Und
Oh, sorry, ich habe eine Fliege in den Mund gekriegt. Ja, und die hier, die ist einfach ein bisschen erkundungsfreudiger. Das seht ihr ja, die ist auch eine Langhaarkatze, die isst gerne Gras, dass sie sich dann übergeben kann, dass sie ihre Haarballen auskotzen kann. Ab und zu liegt zu Hause bei mir auch so ein Haarball rum. Das ist dann nicht irgendwie Kotze, sondern das ist einfach nur ein bisschen Haare mit Flüssigkeit. Also das kann man wegmachen und ist alles gut. Zum Futter, ihr müsst auch schauen, dieses ganze Whiskers, diese ganzen großen Marken Katzenfutter bin ich mittlerweile auch weg, weil ich weil ich halt gehört habe, dass da viel Zucker drin ist, dass es nicht so gesund ist. Dass es eigentlich mehr so wie bei Menschen so Fast Food ist, wo die Katzen süchtig macht, wo sie vielleicht zwar essen, aber es nicht so gute Nährstoffe drin sind. Also dass ihr beispielsweise beim Futter achtet, dass nicht alles nur aus Getreide besteht, sondern viel Fleisch. Das kann auch ziemlich ins Geld gehen. Also so eine Katze kostet auch was im Unterhalt. So ist es nicht. Also so eine Packung Katzenstreu kostet 10 Euro. Ich kaufe immer so einzelne Tütchen. Also wenn ich mal so schätze, hochrechnen, würde ich sagen, dass die Katze mich im Monat, lass mich überlegen, 2 Tütchen am Tag, ca. 80 Cent, 60, also 100 Euro wird sie kosten im Monat. Wobei das eigentlich noch geht. Ich glaube, ein Hund wäre da deutlich teurer. Und wenn ihr wirklich Interesse an einer Katze habt und vielleicht auch im Land lebt, dann klärt es auf jeden Fall mit euren Eltern ab. Und schaut vielleicht auch mal im Tierheim vorbei. Es kann auch sein, dass da ein paar Katzen sind, die nur darauf warten, abgeholt zu werden und Zuneigung brauchen. Da meine 2 halt Wohnungskatzen sind, haben wir die als Babys gekauft, um halt von Anfang an die Zuneigung und das Verhältnis zu festigen. Weil ich glaube, so eine Tierheimkatze in der Wohnung, wenn die Freiheit gewohnt war, das funktioniert nicht. Ja, was kann ich noch zu meinen Katzen erzählen? Also meine Katzen habe ich ja auch schon mal auf YouTube, habe ich ja auch schon mal ein bisschen angetriggert, dass es mir nicht so gut ging letztes Jahr. Eben halt auch aus dem Grund mit meiner Ex-Freundin. Da haben mir die Katzen ziemlich gut geholfen, muss ich sagen. Also sind zwar nicht immer lieb und auch nicht immer kuschelbedürftig, aber allein jemand um sich rum zu haben in der Wohnung, wenn man keinen Bock auf andere Menschen hat, ist es schon was ziemlich Tolles. Wenn ihr jetzt noch was wissen wollt zu den Katzen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich mache vielleicht auch noch mal einen zweiten Vlog, wo ich vielleicht auch nur mal die andere mit rausnehme. Wobei sich das ein bisschen schwieriger gestalten könnte, weil der nicht gerne Auto fährt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein D-Abo, dass ich hier Katzen-Content bringe. Aber habe ich ja schon mal gesagt, ich will auf meinem Channel einfach machen, worauf ich Lust habe. Ich will mich ausleben, ich will mit euch kommunizieren, ich will das machen, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist. Sind dann eben unter anderem auch Katzen. Ja, und meine 2 Katzen sind mir so ziemlich das Wichtigste nach meiner Familie. Und dazu stehe ich auch. Und wenn jetzt jemand meint, das wär schwul, was ich da jetzt gerade laber, der ist in meinen Augen einfach nur charakterlos und verstellt sich. Oder er hat einfach kein Herz. Und solche Leute brauche ich theoretisch auch gar nicht auf meinem Kanal, weil ich von so Leuten nicht viel halte, die sich für andere verstellen. Deswegen gab es jetzt halt mal so einen Vlog. Wir ziehen jetzt nicht unnötig in die Länge. Ich hoffe jetzt auch, dass die hier nicht Zecken kriegt, da muss ich sie nachher mal absuchen, aber eigentlich sollte das auf so einer Wiese nicht passieren, die sind ja eher im Wald. Jetzt gehen wir mal zurück zum Rucksack. Wenn ihr wollt, kann ich euch mal den Katzenrucksack, mit dem ich die Katze ab und zu rumkutschieren tue, in die Beschreibung packen. Ich kann es offen sagen, ich mache das mit einem Affiliate-Link. Da verdiene ich ein paar Cent dran, keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Aber wollte ich mal ausprobieren. Macht eh jeder. Und also ihr zahlt dadurch nicht mehr, aber ich kann mir davon halt ein Päckchen Futter mehr kaufen. Ja, keine Ahnung. Ich packe es einfach mal in die Beschreibung rein. Schaut es euch mal unverbindlich an. Einen Link zu einer Katze kann ich leider nicht reinstellen. Da könnt ihr in eBay Kleinanzeigen gucken. Da sind ab und zu welche abzugeben, wo Leute halt eben nicht mehr die Möglichkeit haben, eine zu halten. Oder ihr geht zum Züchter oder einfach ins Tierheim und sucht euch ein süßes Kätzchen raus. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Jetzt will sie gar nicht mehr. Eben hat sie Angst gehabt. Jetzt muss ich so ein bisschen ziehen.
und dann wieder locker lassen und wenn ich dann locker lasse, dann kommt sie für gewöhnlich immer. Das ist ganz cool eigentlich, fast wie ein Hund.